Hallo zusammen, ich bin Adel, der Reisende, und ich reise mit meinem Camper und mit meinen zwei Hunden, Gordy und Buddy, durch Europa, und aktuell bin ich hier an diesem wunderschönen Fleck Erde, an diesem paradiesischen Strand. Ähm, stehe da unten mit meinem Cap, hinter dem Häuschen ungefähr, und ja, wir genießen den Winter und das Leben. Im Hintergrund sieht man Berge mit Schnee. Auf 1500 Meter Höhe haben wir auch Schnee. Da sind so ganz schöne große Berge. Ja, und da stehe ich mit meinem Camper. Ähm, Ich habe hier noch eine Freundin getroffen, die ich immer wieder treffe auf dem Weg mit ihrem Camper. Und jetzt gehen wir mal in diese Richtung. Und dann erzähle ich euch mal etwas noch, was mir zum Thema Angst, Ängste einfällt in Bezug auf eure Kommentare. Also, ich fange mal an. Mit welchem Thema? Also ich habe in den letzten Videos schon ein bisschen erzählt, vor allem die letzten, ich glaube 2, 3 Videos, über das aktuelle Weltgeschehen, was natürlich vielen Angst macht. Einmal der Virus und das zweite der Krieg. Ja, ich habe da volles Verständnis für. Das kann ich auf jeden Fall sagen, weil ich weiß, woher die Angst kommt. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Und es hat alles was mit der eigenen Wahrnehmung zu tun, der Wahrheit. Daher kommt das Wort ja, Wahrheit. Das Wort wahr steht auch in der Wahrnehmung drin. Jeder hat eine eigene Wahrnehmung der Wahrheit. Ne? Und zwar, ich muss mal kurz gucken, wo mein Hund wieder geblieben ist. Ach, scheiß drauf. Der Buddy, der läuft mir immer wieder davon. Und der ist hier im Moment so, hier in der Wildnis, sage ich mal, in Jagdlaune. Oh, da kommt er schon. Naja, siehst du, beim letzten Video habe ich das live demonstriert. Da habe ich den aber in einem Labyrinth von einer alten mittelalterlichen Stadt in den Gassen verloren und dann auch wieder gefunden, während ich gefilmt habe und darüber berichtet habe. Das ist super interessant. Also, ich habe einen Kommentar erhalten. Ich fange mal an mit dem Thema Corona. Da habe ich wohl gesagt, dass, dass ich das halt nicht glaube, was die Medien immer berichten, und dass das etwas aufgebauscht wurde. Das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung, die ich frei äußern darf und auch mache, weil ich davon überzeugt bin. Und andere Menschen haben eine andere Meinung, die ich auch respektiere und akzeptiere, weil ich auch weiß, dass sie eine andere Wahrnehmung haben der Wahrheit. So, ja, wie kann man das erklären? Es geht alles um die Perspektive, die man einnimmt. Wenn ich jetzt eine, sage ich mal, begrenzte Perspektive habe, dann sehe ich auch nur einen Teil der Wahrheit. Beleuchte ich aber das Thema von verschiedenen Seiten und sei es zum Beispiel verschiedenste Quellen, ja? Massenmedien, soziale Medien, Hörensagen, eigene Erfahrungen, eigenes Erleben und keine Ahnung, was auch immer, dann hast du natürlich eine weitere Perspektive, als wenn du jetzt nur die Massenmedien dir anschaust
und vielleicht auch noch selber was erlebst. Also je mehr Quellen du für deine Meinungsbildung zu dir ziehst, desto mehr eine größere Perspektive nimmst du dann ein von dem ganzen Geschehen. Und dann kannst du dir eine Meinung davon bilden, die, denke ich mal, gefestigter ist als eine Meinung, wenn du nur von einer Seite, sage ich mal, von der Tagesschau oder so die Nachrichten dir anschaust. Und dann hast du eine einseitige Berichterstattung. Und dann ist es doch natürlich, dass du dann eine andere Wahrnehmung hast der Wahrheit, weil das ist dann eine einseitige. Also ich hatte jetzt einen Kommentar, was war es, dass das aufgebauscht wurde, habe ich gesagt in den Medien, das soll ich mal den 7 Millionen Corona-Toten oder den Familienangehörigen erzählen. Keine Ahnung, ob es jetzt 7 Millionen waren. Erstens, das weiß ich nicht. Zweitens, nur weil das jetzt die Nachrichten berichten, ja, heißt das nicht, dass es wahr ist. Zweitens, waren das wirklich Corona-Tote oder waren das auch Geimpfte, die dann durch Corona gestorben sind, aber dann trotzdem als Corona-Tote gelten, weißt du? Oder, also das ist, die ganze Statistik kannst du in die Tonne hauen. Das muss ich jetzt erstens, muss mal so deutlich sagen. Das Ganze, das Lustige ist, in meiner Jugend, als ich Schüler war, hat ein Lehrer mal gesagt, und der Satz ist mir nie entgangen, ja. Der hat gesagt, ich glaube nur den Statistiken, die ich selber gefälscht habe. Und das war schon vor 30 Jahren oder was, ja. Ich möchte euch mal hier kurz meinen Blick hier zeigen. Ein wunderschöner, schöne Sicht hier auf das Meer. Ja, also, wo war ich stehen geblieben? Wie komme ich zu meiner Wahrnehmung? Wie komme ich zu der Sicht meiner Dinge? Klar, wie gesagt, verschiedene Perspektiven zulassen ist der erste Schritt. Wenn du das nicht machst, brauchst du gar nicht mit mir reden. Zweitens, oder reden kannst du schon mit mir, aber nicht diskutieren, weil das bringt dann einfach nichts. Ja, zweitens, ihr merkt schon, das Thema, das kann schon emotional werden. Ich versuche da etwas ruhig zu bleiben, weil in mir ist auch noch so ein bisschen Wut mit drin. Das Thema habe ich auch noch in mir. Ich bin jetzt kein Heiliger oder so. Daher kann ich auch bei solchen Themen etwas emotionaler werden. Ja, also ich versuche mich jetzt etwas kurz zu halten, weil ich möchte das Thema jetzt nicht zu sehr aufrollen. Aber ich erzähle mal meine eigenen Erfahrungen mit diesem Thema. Also direkte, persönliche Erfahrungen, ohne jetzt in irgendwelche Medien zu schauen. Also ich persönlich kenne keinen einzigen Corona-Toten. Und das nennt sich Pandemie. Und ich behaupte mal, ich kenne über 1000 Menschen, persönlich. Zweitens, ich kenne Menschen, die nach der Impfung gestorben sind. Also einer ist auf jeden Fall gestorben, den ich persönlich kannte und jünger war als ich. Mit 34 ist er gestorben, 2 Wochen nach der zweiten Impfung. Und keiner weiß, woran es lag.
Die Impfung haben sie wahrscheinlich ausgeschlossen. Eine Autopsie gibt es ja nicht. Also, der ist einfach so gestorben, mal so auf der Couch eingeschlafen. Ist ja normal, ne? So, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ich möchte das noch kurz zeigen. Das ist einfach ein Paradies hier, das ich mit euch teilen möchte. Hier bleibe ich jetzt ein paar Tage wahrscheinlich. Ich muss mal gucken. Ja, nun weiter zu meiner Erfahrung. Ich habe persönlich keinen gekannt von meinem ganzen Bekanntenkreis, der an Corona gestorben ist. Zweitens, ich habe noch nie einen gekannt, der vor mir gestorben ist, jünger. Und dann zufälligerweise nach der zweiten Spritze ist einer mit 34 Jahren gestorben, den ich kenne. Aber man weiß halt nicht, woran es lag. Er hat keine Vorerkrankungen gehabt, aber die Impfung war es wohl nicht. Behauptet man. Dann hat mein Neffe mir erzählt, ein Freund von ihm, der wollte unbedingt alle Impfungen sofort haben. Nach der zweiten Impfung hatte der so krasse Herzschmerzen und dachte, er wird sterben in der Nacht. Und ja, danach war er ein Corona-Leugner. Der wollte dann einfach keine Impfung mehr haben. So, dann, also das sind einfach so ein paar Beispiele, die ich jetzt nenne, von meiner eigenen Erfahrung in meinem eigenen Leben, ohne irgendwelche Medien heranzuziehen. Ja, ich brauche keine Statistiken, weil die ja sowieso gefälscht sind. Und ich schaue mir das einfach an, wäge dann für mich ab. Also ich habe ja erklärt, warum ich das nicht brauche, weil ich ja mich selbstverantwortlich um meine Gesundheit ja immer kümmere und gekümmert habe. Und ja, noch ein paar andere Gründe. Jedenfalls, das ist einfach die Wahrnehmung, die sich dann bei mir gebildet hat. Und dadurch entsteht dann auch die eigene Meinung. Und ich verstehe auch, wenn andere Menschen, die haben dann Leute um sich herum, die an Corona, sage ich mal in Anführungsstrichen, gestorben sind. Die waren vielleicht, keine Ahnung, die hatten Vorerkrankungen oder sonst was, ne? Aber es ist dann Corona schuld. Ja? Also ich weiß es nicht. Wer weiß? Keiner weiß es. Ne? Aber ich habe einen Glauben und eine Wahrnehmung der Wahrheit, meiner eigenen Wahrheit, meine innere Wahrheit. Und deshalb sage ich, dass das aufgebauscht wurde. So wie ich das jetzt wahrgenommen habe, stimmt das auch. Wenn das andere anders wahrgenommen haben, dann haben sie eine andere Wahrheit. Und ja, wenn sie sich keine anderen Meinungen oder keine andere Perspektive zulassen, dann ist es eine einseitige Wahrheit. Und das ist alles, was ich dazu sagen kann. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn man dann Angst hat. Ja? Wenn man sich fremdbestimmen lässt, okay. Wenn man sich dafür entschieden hat, aber ich brauche jetzt auch nicht viel mehr darüber sagen, weil die Wahrheit kommt sowieso immer raus. Und es ist dabei, aktuell in dieser Zeit, was ich so mitkriege, wird es jetzt langsam peu à peu rauskommen. Ja? Also, die Wahrheit ist wie eine Pflanze, eine unzerstörbare Pflanze, die sich ihren Weg ans Licht bahnt und die wird immer rauskommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ja, gut, da habe ich aber jetzt genug zugesagt jetzt zu dem Thema nochmal. Also das ist meine Meinung
Und ich habe auch erklärt, wie ich zu dieser Meinung gekommen bin. Und dass es auch okay ist, wenn man eine andere Meinung hat. Ich kann das verstehen, wenn man dann vielleicht auch andere Erfahrungen im Leben machen soll, laut seinem Seelenplan. Dann, das ist dann so. Weißt du, wir sind alles Individuen, verschiedene Menschen, die eine Rolle hier im Leben spielen. Die einen sind auf der Seite, die anderen sind auf der Seite und dann gilt es, entsprechend miteinander zu interagieren und achtsam zu kommunizieren. Und ja, das ist halt unsere Lernaufgabe. Da darf ich mich auch noch üben, natürlich, weil da kommen auch immer diese Emotionen wie Wut und so weiter durch. Wow, da ist ein Fuchs. Ah, da kommt der Gordi wieder. Ich musste mal gerade ganz schön laut zurückrufen, weil es wollte einen Fuchs jagen. Hey, Freundchen. Hey, was soll das? Dann hatte ich ein Video gedreht über den Krieg, sage ich mal, die Angst vor dem Krieg. Und ja, da hat eine Frau kommentiert, ja, also jetzt sieht sie ja schon die Tornados über ihrem Haus fliegen. Ja, da wird jetzt was vorbereitet an Krieg. Also es gibt den Krieg. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es keinen Krieg gibt. Die Medien, die zeigen ja auch einen Teil der Wahrheit. Das schon, ne, das ist klar. Das ist auch wieder die Perspektive, die man einnimmt. Wenn man nur diese Perspektive von den Medien hat, ja, von den Massenmedien, dann glaubt man auch, weil die es sagen, der Putin ist halt der Böse. Der ist der Massenmörder und keine Ahnung was. Also seit einiger Zeit, vor allem seit Corona, glaube ich den Medien gar nicht mehr. Man kann eigentlich genau, genau das Gegenteil meistens behaupten. Also man muss da vorsichtig sein natürlich. Aber ich würde jetzt, das ist jetzt auch wieder diese einseitige Perspektive, die man hat, dass man Angst hat, dass jetzt, ja, man sollte einfach alles in Frage stellen und überlegen, welche Optionen es gibt. Wer hier gut und wer ist böse. Also wer mich schon einmal belogen hat, den glaube ich doch nicht mehr. Wer mich ein zweites Mal belogen hat, bei dem glaube ich erst recht nichts mehr. Und ja, während der Corona-Zeit haben sie uns ja mehrmals belogen. Und jetzt sagen sie, ja, wir wussten das nicht und so weiter. Das sind Politiker. Da steckt das Wort Po drin. Ja? Also mehr brauche ich da nicht zu sagen. Ja, super. Guck mal hier. 2 Tornados fliegen hier gerade vorbei. Muss ich jetzt Angst haben oder was? Also, wir befinden uns im Krieg, das ist klar. Ja? Und wer geht den Krieg jetzt ein? Wer mischt sich da jetzt ein? Die coolen Deutschen. Der Dr. Scholz oder wie der heißt. Oder ist er überhaupt Doktor? Keine Ahnung. Jedenfalls, wenn Tornados über einen fliegen, heißt das nicht, dass jetzt... also ich freue mich, ehrlich gesagt. Warum? Weil ich sowieso einen Hals auf das System habe. Und ich weiß, dass das dann vorbei sein wird. Also ich weiß das einfach, weil ich mich informiert habe über verschiedene Medien und ich habe dann Vertrauen und ich spüre das auch, dass es so ist. Ja, wir kommen jetzt ins goldene Zeitalter. Da wird es jetzt keinen Riesenkrieg geben. Ja? Das ist ein Film, den wir hier sehen. Ja, der Putin wird nicht die Menschen angreifen. In der Ukraine ist es auch nicht der Fall. Ja.
Also wenn du das nicht glauben kannst, ja, also wenn du diese Perspektive nicht annehmen kannst, dann bist du verloren, sage ich mal, in deiner Angst. Natürlich. Aber wenn du sagst, okay, da könnte was dran sein, ja, das kann ja auch genau umgekehrt sein, ähm, dann kannst du dir vorstellen, okay, jetzt hier mit Deutschland geht es langsam bergab. Unsere Politiker wirtschaften alles schön runter. Die wollen halt Angst verbreiten, indem sie immer wieder irgendwelche Tornados über deinen Kopf fliegen lassen oder irgendwelche Warnungen, Systemwarnungen, die dann aufpoppen auf dem Handy, dass jetzt irgendwie Alarm, bla bla. Ja, die Leute sollen in der Angst gehalten werden, dann ist es einfach kontrollierbar. Ja, die machen dann alles mit. Und das ist halt Kontrolle. Und Kontrolle ist das Gegenteil von Freiheit. Und ich wähle Freiheit für mein Leben und deshalb mache ich das. Deshalb genieße ich das Leben so, wie ich das mache und habe auch Abstand jetzt von dem Ganzen und habe auch dadurch einen viel klareren Kopf. Dadurch, dass ich nicht mehr arbeite, kann ich viel besser darüber nachdenken oder mehr zur Besinnung kommen, mehr zum Bewusstsein kommen. Zum Bewusstsein kommen, ja. Ist quasi aufwachen. Ist halt ein anderes Wort dafür. Ne? Also dann, wie gerufen, fliegen die Tornados hier drüben. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wenn, also in meiner eigenen Realität wird es nicht so einen schlimmen Krieg geben. Ich glaube eher, dass wir befreit werden. Aber nichtsdestotrotz muss sich jeder selber befreien und sich nicht von dem Ganzen abhängig machen. Ich glaube auch nicht, dass jetzt, also es weiß nicht, wer gut ist, wer böse ist, ob der Putin vielleicht noch was anderes im Schilde hat oder der Trump oder sonst was. Ne? Ich gehe einfach meinen Weg, so wie ich mir das wünsche und folge gar keinem System. Ganz einfach. Das Einzige, wo ich abhängig bin, ist halt noch Sprit. Aber wenn ich irgendwo stehen bleibe und Land habe, dann mein eigenes Essen anbaue, mein eigenes Wasser habe, meine eigene Stromversorgung, dann ja, bin ich fast frei, sage ich mal. Es ist eine Entscheidung, die man selber für sich treffen muss. Und die kann halt nicht jeder machen. Wir sind alle unterschiedlich und können nicht alle den gleichen Weg gehen wie ich jetzt. Das wäre auch langweilig. Wir leben halt in dieser Dualität. Da gibt es verschiedene Meinungen, da gibt es verschiedene Ansichten, da gibt es verschiedene Erfahrungen. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen im Leben gemacht und jeder wird auch seine eigenen Erfahrungen noch machen. Also jeder geht seinen eigenen Weg. Es geht einfach nur darum, das zu respektieren und sich jetzt nicht die Augen auszukratzen, weil jemand einer anderen Meinung ist. Ich schilder hier nur meine eigene Erfahrung und dadurch meine eigene Meinung. Und ich möchte anderen halt Mut machen, weil ich erkannt habe, für mich jetzt ist das der einfachste Weg, ins Vertrauen zu kommen. Ansonsten bist du in deiner Angst und da gibt es dann keinen Ausweg, weil dann bist du ohnmächtig. Aber wir sind Schöpfer unserer eigenen Realität. Wir sind mächtig, nicht ohnmächtig. Wir sind sehr machtvoll, wenn wir uns zu unserer
zum unseren eigenen Selbst besinnen. Leider ist das nicht so einfach möglich, weil wir uns schon sehr abhängig gemacht haben von dem System. Und dann ist es nicht von heute auf morgen getan, dass du da ausbrichst. Wir sind total indoktriniert und du musst erstmal davon überzeugt sein. Ja? Und diese Überzeugung, die kommt erst, wenn du schon ein bisschen auf diesem Weg deine Erfahrungen gemacht hast, vor allem mit Spiritualität, dass wir geführt werden göttlich. Also ich werde irgendwann auch von meinen Erfahrungen mal im Detail erzählen. Habe ja schon ein bisschen was angeschnitten, aber da gibt es noch viel, viel mehr, was wir nicht sehen und es um uns herum ist. Und ja. Und zuletzt kann ich noch sagen, laut Horoskop, oder noch nicht Horoskop, Astrologie, gehen wir alle 200 Jahre eine andere Epoche durch. Jetzt gehen wir von Erdzeitalter ins Luftzeitalter. Und, oder wir sind schon jetzt sogar ins Luftzeitalter, seit 2020 glaube ich. Das Erdzeitalter steht für Profit oder Profitgier, Kapitalismus, schmutzige Industrien, Ausbeutung von Ländern und der Natur, Ausbeutung der Ressourcen und Kontrolle und das Ganze, was wir bisher erlebt haben. Luftzeitalter steht für Spiritualität, Luft halt, ne? Dann gehst du in die Luft. So kann man sich das vorstellen. Für Liebe, für Gemeinschaften, für Miteinander statt Gegeneinander und ja, statt Konkurrenzdenken, was vorher war. Sondern wir sind eine Menschheitsfamilie, wir halten zusammen. Und wir gehen den Weg unseres Herzens und das Ganze. Ne? Da entsteht im Moment ja eine Riesenwelle. Ich kenne sehr viele Menschen, die jetzt zu Bewusstsein kommen. Also ich will jetzt nicht sagen aufwachen, weil wird ja mittlerweile auch schon wieder irgendwie negativ bewertet, die Aufgewachten. Ne? Also, und dann gehen wir alle 26.530 oder 25 Jahre nochmal durch ein anderes Zeitalter. Und das hat jetzt auch geendet in dieser Zeit, ich glaube 2021, 21. Dezember. Und das bringt diesen ganz großen Wandel jetzt. Und darauf dürfen wir uns freuen. Dazu erzähle ich mal später mehr, weil das klingt sonst zu abgehoben. Also ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und wenn es euch nicht gefallen hat, dann guckt einfach nicht mehr rein. Gibt genug andere Videos, schaut euch die Tagesschau an oder so und ja, lasst mich in Frieden, ich lasse euch in Frieden. Also, ich sag mal, jetzt ist aber genug mit Angst. Ich wollte eigentlich heute ein Video drehen über meine Ernährung und wie ich dazu gekommen bin, wie ich dahin geführt wurde und was es in mir gemacht hat. Da könnt ihr auf jeden Fall auch gespannt sein. Das ist auch eine Story wert. Also bis zum nächsten Mal.